Viele Menschen möchten gerne nach Deutschland kommen und hier eine Ausbildung machen. Aber viele wissen nicht genau, wie eine duale Ausbildung in Deutschland abläuft und worauf man auch dabei achten sollte. Genau das schauen wir uns gemeinsam an. Ich bin Daiva und ich erkläre dir viele Themen rund um das Leben in Deutschland ganz einfach. Und ganz nebenbei lernst du auch noch ein bisschen Deutsch. Wichtig ist zuerst, eine duale Ausbildung ist nicht nur für junge Menschen gedacht. Also auch Erwachsene können in Deutschland eine Ausbildung machen, selbst dann, wenn sie in ihrem Heimatland auch bereits einen Beruf gelernt haben und auch viele Jahre gearbeitet haben. Die duale Ausbildung bedeutet, du lernst deinen Beruf nicht nur in der Berufsschule, sondern auch direkt in einem Betrieb. Je nachdem, welche Ausbildung du magst, kann es zum Beispiel auch ein Krankenhaus, ein Hotel oder ein Büro sein. Im Betrieb lernst du Schritt für Schritt die praktische Arbeit, die du später dann in deinem Beruf brauchst. In der Berufsschule lernst du auch die Theorie, je nachdem, welche Ausbildung du dann natürlich magst. Dann kommen zusätzliche Fächer wie Deutsch, Politik oder zum Beispiel auch Rechnungswesen. Eine duale Ausbildung dauert meistens zwischen 2 und 2,5 Jahren. Die genaue Dauer hängt vom Beruf ab. In dieser Zeit bist du Auszubildende in einem Unternehmen. Also hier sagt man kurz Azubi dazu. Während der Ausbildung bekommst du Geld. Das nennt man Ausbildungsvergütung. Wie hoch sie ist, hängt vom Beruf, vom Bundesland und vom Betrieb ab. Wichtig ist aber zu wissen, die Ausbildungsvergütung steigt im Laufe der Ausbildung. Im ersten Ausbildungsjahr gibt es außerdem eine gesetzliche Mindestvergütung. Trotzdem muss man hier echt realistisch sein. Ne? Also die Ausbildungsvergütung reicht nicht immer aus, besonders in Städten, in denen die Mieten sehr hoch sind. Deshalb solltest du dir vorher genau überlegen, wo möchtest du deine Ausbildung machen, wo möchtest du wohnen, also wie teuer ist die Stadt. Kannst du vielleicht hier in einer Wohngemeinschaft, also in einer WG wohnen? Gibt es finanzielle Unterstützung? Und reicht das Geld am Ende wirklich für deinen Alltag? Ein weiterer wichtiger Punkt ist die deutsche Sprache. Für viele Ausbildungen brauchst du mindestens Deutsch auf B1 oder B2-Niveau. Das hängt natürlich vom Beruf ab. Aber grundsätzlich kann man sagen, je mehr Kontakt du mit den Menschen hast, desto besser sollte deine Deutschkenntnisse sein. In der Pflege, also zum Beispiel im Krankenhaus, in einer Arztpraxis oder im Kindergarten oder auch im Büro, solltest du mindestens Deutsch auf B1, also besser B2-Niveau sprechen. Mit weniger Deutsch wird es echt am Anfang wirklich schwierig sein. Im technischen oder handwerklichen Beruf kann zum Beispiel der Einstieg auch manchmal leichter sein. Aber auch dort musst du Sicherheitsregeln verstehen, du musst Arbeitsanweisungen richtig umsetzen und dich auch mit dem Team auch verständigen können. Natürlich wird dein Deutsch mit der Zeit immer besser und besser. Aber ja, auch für den Anfang brauchst du schon eine gute Grundlage, sonst wird es nicht nur in der Berufsschule schwierig, sondern aber auch, ja, auch der Alltag im Betrieb. In Deutschland gibt es sehr viele Ausbildungsberufe. Also deshalb solltest du dir gut überlegen, welcher Beruf passt zu mir, welcher Beruf kann ich mit meinem Deutschkenntnisse auch realistisch schaffen und welcher Beruf später ja auch gute Zukunftsperspektiven bietet. Die meisten Ausbildungen beginnen im August oder September. Manche starten aber auch zu anderen Zeiten. Und viele Betriebe suchen ihre Auszubildenden schon viele Monate vor der Ausbildungsbeginn. Also das bedeutet, wenn du im nächsten Jahr eine Ausbildung beginnen möchtest, solltest du dich schon im Herbst oder Winter des Vorjahres bewerben. Große Unternehmen, Behörden oder Banken starten ihren Auswahlprozess manchmal sogar noch früher. Kleinere Betriebe, ja, suchen die manchmal auch noch kurzfristiger. Für die Bewerbung brauchst du normalerweise einen Lebenslauf, deine Zeugnisse und manchmal auch ein Anschreiben. Wenn du aus dem Ausland kommst, sind außerdem Nachweise über deine Deutschkenntnisse super wichtig. Manchmal brauchst du auch eine Anerkennung oder Bewertung deines Schulabschlusses. Das hängt davon ab, aus welchem Land du kommst und welche Ausbildung du machen möchtest. Der Lebenslauf sollte klar und übersichtlich sein. In Deutschland ist ein tabellarischer Lebenslauf hier üblich. Ne? Dort stehen deine persönlichen Daten, deine Schulbildung, deine Berufserfahrung, Praktika, Sprachkenntnisse, ja, und besondere Fähigkeiten. Ein Anschreiben ist heute nicht mehr immer Pflicht. Wenn es verlangt wird, solltest du aber
das mitschicken und das soll aber nicht allgemein schreiben. Erkläre, warum genau dieser Beruf zu dir passt und warum es interessant für dich ist. Warum möchtest du gerade in diesem Beruf auch arbeiten? Und was bringst du auch mit? Welche vielleicht Erfahrungen du schon in diesem Bereich gesammelt hast? Gerade für Menschen aus dem Ausland ist es wichtig, ehrlich und konkret zu sein. Viele Betriebe wissen, dass der Start in einem Land wirklich nicht einfach ist. Sie möchten aber sehen, dass du motiviert und zuverlässig bist und dass du weißt, was dich in diesem Beruf auch erwartet. Wenn du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wirst, egal ob online oder vor Ort, solltest du erklären können, warum du diese Ausbildung machen möchtest. Außerdem solltest du wissen, welche Aufgaben zu diesem Beruf gehören. Du solltest auch selbst Fragen stellen, das ist sehr wichtig. Du kannst zum Beispiel fragen, wie läuft die Ausbildung im Betrieb ab? An welchen Tagen findet die Berufsschule statt? Gibt es Unterstützung für die Auszubildende? Gibt es nach der Ausbildung die Möglichkeit, übernommen zu werden? Solche Fragen zeigen, dass du nicht einfach irgendeinen Ausbildungsplatz suchst, sondern dass du wirklich auch Interesse an dem Beruf und an dem Unternehmen hast. Wenn der Betrieb sich für dich entscheidet, bekommst du einen Ausbildungsvertrag. Ohne einen Ausbildungsvertrag kannst du normalerweise kein Visum beantragen. Im Ausbildungsvertrag stehen wichtige Informationen, zum Beispiel der Beginn und das Ende der Ausbildung, die Probezeit, die Ausbildungsvergütung, die Arbeitszeit, der Urlaubsplanung. Am Anfang der Ausbildung gibt es eine Probezeit. Sie dauert mindestens einen Monat und höchstens 4 Monate. Diese Zeit ist für beide Seiten wichtig. Der Betrieb kann sehen, ob du zum Beruf und zu dem Team passt, und auch für dich ist natürlich, du merkst in dieser Zeit, ob der Beruf wirklich zu dir auch passt. Während der Probezeit kann der Ausbildungsvertrag von beiden Seiten einfach beendet werden. Wenn du aus einem Land außerhalb der EU kommst, brauchst du in meisten Fällen ein Visum oder einen Aufenthaltstitel für die Berufsausbildung. Dafür ist die deutsche Botschaft oder das deutsche Konsulat in deinem Heimatland zuständig. Du brauchst in der Regel deinen Ausbildungsvertrag, Nachweise über deine Deutschkenntnisse, einen gültigen Reisepass und Unterlagen, die zeigen, dass dein Lebensunterhalt gesichert ist. Ein ganz wichtiger Hinweis: offizielle Informationen sind kostenlos. Wenn dir jemand verspricht, gegen viel Geld ganz sicher ein Visum oder einen Ausbildungsplatz zu besorgen, solltest du sicher wirklich vorsichtig sein. Nutze immer offizielle Internetseiten. Informiere dich bei der deutschen Botschaft und wende dich an seriösen Beratungsstellen. Eine sehr gute offizielle Internetseite ist zum Beispiel Make It in Germany. Dort findest du viele aktuelle Informationen rund um Ausbildung, Arbeit und Leben in Deutschland. Jetzt schauen wir uns an, wie der Alltag während einer Ausbildung in Deutschland aussieht. Während der Ausbildung bist du abwechselnd im Betrieb und in der Berufsschule. In manchen Berufen gibt es Blockunterricht. Das bedeutet, dass du mehrere Wochen im Betrieb bist und danach mehrere Wochen in Berufsschule besuchst. Wie genau das organisiert ist, hängt vom Beruf und von dem Bundesland ab. Im Betrieb lernst du die praktische Arbeit. Am Anfang schaust du erstmal zu, dann arbeitest du Schritt für Schritt mit und später übernimmst du natürlich dann auch immer mehr Aufgaben selbst. Gerade am Anfang ist vieles neu, das ist auch völlig normal und niemand erwartet, dass du am ersten Tag schon alles kannst. Aber man erwartet, dass du aufmerksam bist, Fragen stellst und bereit bist, einfach auch zu lernen. In der Berufsschule lernst du die Theorie. Dort hast du Fächer, die direkt mit deinem Beruf zu tun haben, und je nach Ausbildung kommen noch weitere Fächer dazu. Ich persönlich finde, dass die Berufsschule gerade am Anfang wegen der Sprache oft die größte Herausforderung ist. Du schreibst regelmäßig dort Klausuren, du bekommst Hausaufgaben und natürlich ist das alles auf Deutsch dann, ne? Das ist ja nicht immer einfach, aber auf jeden Fall machbar. Während der Ausbildung musst du ein Berichtsheft führen. Das Berichtsheft ist dein Ausbildungsnachweis. Dort schreibst du regelmäßig auf, was du im Betrieb gelernt hast und was du gemacht hast. Das Berichtsheft ist sehr wichtig. Wenn es nicht ordnungsgemäß geführt wird, kann es später echt Probleme bei der Zulassung zur Abschlussprüfung geben. Natürlich hat auch der Betrieb Pflichten. Er muss dir alle Ausbildungsinhalte vermitteln, die für deinen Beruf vorgesehen sind. Der Betrieb darf dich nicht nur für die einfachen Hilfsarbeiten einsetzen.
Eine Ausbildung bedeutet nicht, dass das Unternehmen eine günstige Arbeitskraft bekommt. Es bedeutet, dass der Betrieb dich Schritt für Schritt auf deinen späteren Beruf vorbereitet. Wenn du merkst, dass etwas nicht richtig läuft, sprich zuerst mit deiner Ausbilderin oder deinem Ausbilder. Falls das nicht hilft, kannst du dich auch an deine Berufsschule oder eine Beratungsstelle wenden. Gerade Menschen aus dem Ausland trauen sich manchmal nicht, Probleme anzusprechen. Dabei gibt es in Deutschland wirklich viele Stellen, die Auszubildende beraten und unterstützen. In vielen Ausbildungsberufen gibt es eine Zwischenprüfung oder den ersten Teil der Abschlussprüfung. Am Ende der Ausbildung folgt dann die Abschlussprüfung. Je nach Beruf besteht sie aus schriftlichen, praktischen und manchmal auch aus mündlichen Prüfungen. Welche Prüfung du genau ablegen musst, ist in der jeweiligen Ausbildungsordnung festgelegt. Wenn du alle Prüfungen erfolgreich bestehst, bist du eine anerkannte Fachkraft in deinem Beruf. Nach der Ausbildung stehen dir viele Möglichkeiten dann offen. Viele Betriebe übernehmen ihre Auszubildenden, wenn beide Seiten zufrieden sind. Dann bekommst du einen Arbeitsvertrag und arbeitest als Fachkraft weiter. Du kannst aber auch natürlich in einem anderen Unternehmen arbeiten, eine Weiterbildung machen oder später sogar dein Meister, den Fachwirt oder ein Studium abschließen. Eine Ausbildung in Deutschland kann eine große Chance sein, besonders für Menschen, die nicht nur für kurze Zeit hier arbeiten möchten, sondern auch sich langfristig eine berufliche Zukunft in Deutschland auch aufbauen wollen. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick darüber geben, wie eine duale Ausbildung in Deutschland abläuft. Falls du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und ich sage einfach bis bald und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.